Willkommen auf meinem YouTube-Kanal Pure Rita. Ich bin Rita und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Gestern war Frühlingsbeginn und wir hatten hier in Berlin fantastisches Wetter. Es hat so angefangen zu schneien und es war so wunderschön. Ich blende euch das mal ganz kurz ein, damit ihr das mal seht. Der See war gefroren und es rieselte so wirklich wunderschön. Ich habe ein ganz, ganz tolles Rezept für euch, was auch zum Frühlingsbeginn richtig schön Sonne in eure Küchen bringt. Wir machen heute gefüllte Paprika und zwar auf mediterrane und orientalische Art. Und wir gehen mal rüber in die Küche. Wir machen heute gefüllte Paprika. Es ist super simpel zu machen. Mit ganz wenigen Zutaten habt ihr eine wunderbare Speise. Mein Rezept allerdings ist wirklich, mit der Zeit habe ich das immer wieder weiter optimiert und das, was jetzt dabei rausgekommen ist wirklich so eine ganz tolle Mischung zwischen mediterran und orientalisch. Ich werde auch gleich zuerst mal euch die Gewürze mal vorstellen, wenn ihr diese Gewürze benutzt, um ein bisschen den Geschmack zu verstärken, sodass die ätherischen Öle so besser zur Geltung kommen, ist es ganz gut, wenn ihr sie vorher vielleicht für 1 Minute in den Backofen tut, bei ca. 200 Grad. So werden sie einfach intensiver im Geschmack, können dann weiter verarbeitet werden mit dem Fleisch oder aber auch vegetarisch, so wie ihr das mögt. Wir beginnen mit den Zutaten und zwar für 6 Personen in dem Fall. Wir haben hier Paprikas 6 Stück, 2 Zwiebeln, 500 Gramm Rindfleisch, 250 Gramm stückige Tomaten, 2 Möhren, ein Stück Sellerie, 150 Gramm Basmati-Reis, ein Bund Petersilie. Kommen wir zu den Gewürzen. Jeweils 1 Teelöffel Bohnenkraut getrocknet, Kreuzkümmelsamen gemahlen, Paprikapulver, Satar-Gewürzmischung, Thymian, Kreuzkümmelsamen und vom Safran einen halben Teelöffel, eine Chilischote und ein wenig geriebene Muskatnuss. Ich mache jetzt das Hackfleisch und dafür habe ich das Rindfleisch bereits in kleine Stücke vorgeschnitten, so lässt es sich besser verarbeiten. Das Fleisch sieht wunderbar aus. Den Safran gebe ich in den Mörser hinein. Jetzt kommen die Gewürze in die Hackfleischmischung hinein. Und wir vermengen das Fleisch mit den Gewürzen. Ich zerkleinere jetzt das Salz mit dem Mörser. Und gebe das Salz zu der Mischung dazu. Das ist ca. 1 Teelöffel Salz. Ich habe hier Himalaya-Salz. Ich habe hier die Muskatnuss und die reibe ich jetzt schnell. Noch ein bisschen Muskatnuss, nicht viel. Jetzt gebe ich das Hackfleisch zur Seite und male meine Safranfäden mit dem Mörser. Das Safranpulver tue ich jetzt hier hinein.
gebe ein bisschen heißes Wasser hinzu. Ihr seht, wie die Farbe sich verändert. Und da kommt jetzt ein Stückchen Butter hinein. Das wird vom Safran ganz toll aufgenommen. So, und das löst sich jetzt darin auf. Ich schneide jetzt das Gemüse, und zwar in feine Würfel. Zweimal, dreimal längst. Je feiner ihr das schneidet, desto köstlicher werden eure gefüllten Paprikas. Und jetzt die Zwiebeln in Würfel schneiden. Jetzt schneide ich die Chilis ebenfalls in kleine Würfel. Einmal vorher ein bisschen die Kerne lockern. Und einmal in der Mitte durchschneiden. Wir entkernen jetzt die Chilis, weil das ist der ganz scharfe Teil. So, und jetzt schneide ich die Paprika. Und zwar den oberen Teil schneiden wir einfach hinunter. Und höhlen die Paprika aus. Und entfernen jetzt das Kerngehäuse. Den Deckel auf jeden Fall wieder drauf tun, sodass ihr das später wieder drüber tun könnt. Und die nächste Paprika. Wie ihr seht, gibt es so eine kleine Überraschung. Kleine Paprikas in der Paprika. Ein kleiner Tipp, ganz wichtig, und zwar macht ihr unterhalb der Paprika einen kleinen Schnitt hinein, damit die Flüssigkeit, die dann im Bräter drin sein wird, die Paprika aufnehmen kann. Wir gehen jetzt rüber zum Herd und dünsten unser Gemüse an und bereiten die Füllung vor. Wir geben jetzt einen guten Schuss Olivenöl hinein. Die Pfanne ist auf eine mittlere Stufe gestellt. Nach 5 Minuten gebe ich jetzt das Fleisch hinzu und röste es mit. Das braten wir ebenfalls für 5 Minuten circa an. Jetzt gebe ich ein wenig stückige Tomaten hinzu, circa 2 Löffel. Jetzt gebe ich den Basmati-Reis hinzu und der wird für circa 3 Minuten weiter mit geröstet. Das vermischen wir jetzt. Ein wenig Wasser hinzufügen, circa 50 bis 100 Milliliter.
Nach 10 Minuten insgesamt ist es soweit. Ich kann den Herd jetzt abstellen und unsere Füllung ist soweit fertig. Ich gebe jetzt den Safran über die Fleisch-Reis-Füllung. Und nehme jetzt den Bund Petersilie und schneide ihn ebenfalls mit der Schere direkt, weil das geht schneller. Ich mache jetzt die Soße für die Paprikas. Und zwar geben wir einen Schuss Olivenöl dazu, richtig kräftig. Salz. Etwas Pfeffer. Und fülle das circa mit 250 Milliliter. Das auf. So. Wir geben jetzt die Soße kurz zur Seite und drücken mit dem Messerrücken leicht den Knoblauch an. Jetzt gießen wir die Soße in den Bräter hinein. Und die ganze Knoblauchzehe geben wir ebenfalls mit hinein. Salzen noch ein wenig die Paprika. Ein bisschen Olivenöl über die Paprika drüber. Unsere Paprikas sind jetzt fertig gefüllt und die kommen jetzt bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 55 bis 60 Minuten in den Backofen und dann sind sie fertig. Bin schon ganz gespannt. Unsere gefüllten Paprikas sind jetzt fertig. Tada! Boah, das dampft. Das sieht wirklich super lecker aus. Ich habe auch schon so einen Hunger. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Kochvideo. Bis bald, eure Rita.